Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Gemütlichkeit zu Hause, wie Ordnung und kleine Dinge für Ruhe sorgen. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Wenn wir über Gemütlichkeit zu Hause sprechen, denken viele zuerst an Möbel und Dekoration, aber es gibt mehr, was ein Zuhause gemütlich macht. Absolut. Gemütlichkeit hat viel mit der Atmosphäre zu tun. Ein wichtiger Punkt ist Ordnung. Ein aufgeräumtes Zimmer kann wirklich beruhigend wirken. Ja, Unordnung kann stressen. Wenn alles seinen Platz hat, fühlt man sich gleich wohler. Es ist einfach entspannender, wenn man nicht ständig nach Dingen suchen muss. Und es geht nicht nur um Aufräumen. Auch kleine Details machen den Unterschied. Zum Beispiel Kerzen oder Pflanzen. Sie bringen eine warme und natürliche Stimmung ins Haus. Kerzen sind toll. Ihr Licht ist weich und beruhigend. Besonders in den Abendstunden schaffen sie eine besondere Atmosphäre. Pflanzen bringen Frische und Leben in den Raum. Stimmt. Und Pflanzen verbessern sogar die Luftqualität. Das tut nicht nur der Seele, sondern auch der Gesundheit gut. Neben Ordnung und Dekoration spielt auch Ruhe eine große Rolle. Ein ruhiger Ort hilft, sich zu entspannen und abzuschalten. Ja, Lärm kann sehr störend sein. Deshalb ist es wichtig, einen Ort zu haben, an dem man zur Ruhe kommen kann. Vielleicht ein bequemer Sessel mit einer gemütlichen Decke. Apropos Decken, weiche Stoffe und Kissen sind auch wichtig. Sie machen das Sitzen und Liegen viel angenehmer. Genau. Und es ist so einfach, ein paar Kissen auf dem Sofa oder dem Bett zu verteilen. Das macht den Raum gleich viel einladender. Ein weiterer Punkt ist der Duft. Ein angenehmer Raumduft kann das Wohlgefühl zu Hause verstärken. Das stimmt. Düfte wie Lavendel oder Vanille sind sehr beliebt, weil sie beruhigend wirken. Man kann Duftkerzen oder ätherische Öle verwenden. Und wie sieht es mit Musik aus? Eine sanfte Melodie im Hintergrund kann ebenfalls sehr entspannend sein. Musik ist tatsächlich sehr wirkungsvoll. Sie kann die Stimmung heben und für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Wichtig ist, die richtige Lautstärke zu finden, damit es nicht zu laut wird. Natürlich spielt auch das Licht eine Rolle. Zu grelles Licht kann ungemütlich sein. Es ist besser, wenn man das Licht dimmen kann. Ja, dimmbares Licht oder mehrere Lichtquellen helfen, die richtige Stimmung zu schaffen. So kann man das Licht je nach Bedarf anpassen. Insgesamt sind es oft die kleinen Dinge, die ein Zuhause gemütlich machen. Dinge, die man leicht ändern oder hinzufügen kann. Und jeder kann für sich selbst herausfinden, was ihm am meisten Gemütlichkeit bringt. Es gibt da keine festen Regeln. Hauptsache, man fühlt sich wohl. Genau, schließlich ist es das Wichtigste, dass man zu Hause entspannen und zur Ruhe kommen kann. Ordnung im Alltag ist wirklich wichtig, um sich zu Hause wohlzufühlen. Es sind oft die kleinen Dinge, die den Unterschied machen können. Ja, zum Beispiel hilft es schon, wenn man jeden Tag ein paar Minuten aufräumt. So bleibt die Wohnung sauber und es sammelt sich nicht so viel an. Genau, wenn man regelmäßig aufräumt, verliert man nicht den Überblick und es wird zur Gewohnheit, die gar nicht mehr viel Zeit kostet. Ein weiterer Tipp ist, Dinge sofort wieder an ihren Platz zu legen. Wenn man das regelmäßig macht, bleibt alles ordentlich. Ich finde auch, dass es hilfreich ist, wenn man für alles einen festen Platz hat. So weiß man immer, wo etwas hingehört. Und das spart Zeit, weil man nicht lange suchen muss. Außerdem wirkt ein Raum gleich viel ruhiger, wenn alles seinen Platz hat.
Was auch helfen kann, ist, sich von unnötigen Dingen zu trennen. Wenn man nur das behält, was man wirklich braucht, hat man mehr Platz und Übersicht. Ja, weniger ist oft mehr. Es macht auch das Putzen leichter, wenn man weniger Sachen hat. Ein weiterer Punkt sind Routinen. Wenn man zum Beispiel jeden Morgen das Bett macht, hat man schon einen guten Start in den Tag. Das stimmt. Kleine Routinen können den Alltag erleichtern und für mehr Struktur sorgen. Und wenn man sich feste Zeiten zum Aufräumen nimmt, zum Beispiel einmal die Woche, bleibt alles im Griff. Auch eine Liste mit Aufgaben kann helfen, den Überblick zu behalten. So sieht man, was noch erledigt werden muss. Listen sind praktisch. Man kann sie anpassen und abhaken, was schon erledigt ist. Das gibt ein gutes Gefühl. Ein Trick ist auch, sich selbst kleine Belohnungen zu setzen, wenn man etwas geschafft hat. Das motiviert. Ja, eine kleine Pause mit einem Tee oder einem Buch kann schon eine schöne Belohnung sein. Wichtig ist, dass man sich nicht unter Druck setzt. Ordnung sollte helfen, nicht stressen. Richtig. Ordnung schafft Ruhe und Raum für Entspannung. Es geht darum, sich wohlzufühlen. Welche kleinen Routinen helfen euch, euren Alltag besser zu organisieren? Wenn wir über Entspannung sprechen, denken viele sofort an Yoga oder Meditation, aber es gibt auch viele andere einfache Wege, um zur Ruhe zu kommen. Stimmt, ein guter Anfang ist, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Das kann schon ein paar Minuten am Tag sein. Ja, man kann sich zum Beispiel einen ruhigen Platz in der Wohnung suchen. Dort kann man einfach sitzen und tief durchatmen. Genau. Atemübungen sind sehr hilfreich. Man konzentriert sich auf den Atem und lässt den Stress los. Musik hören kann auch entspannend sein. Eine ruhige Melodie kann Wunder wirken. Oder man macht es sich mit einem Buch gemütlich. Lesen hilft oft, den Kopf frei zu bekommen. Ein Spaziergang an der frischen Luft ist ebenfalls eine gute Möglichkeit. Bewegung hilft, den Körper zu entspannen. Und dabei kann man die Natur beobachten, das bringt oft eine innere Ruhe. Auch ein warmes Bad kann sehr entspannend sein. Man kann Kerzen anzünden und einfach abschalten. Dazu vielleicht ein bisschen duftendes Öl im Wasser. Das macht es noch angenehmer. Es ist auch wichtig, den Tag ruhig ausklingen zu lassen. Abends das Handy weglegen und den Tag Revue passieren lassen. Ja, und vielleicht ein kleines Ritual einführen, wie zum Beispiel eine Tasse Tee vor dem Schlafengehen. Tee kann tatsächlich beruhigend wirken. Besonders Kräutertees sind dafür bekannt. Und wenn man sich noch Zeit nimmt, dankbar für den Tag zu sein, kann das helfen, sich zufrieden zu fühlen. Ein Tagebuch zu führen ist eine schöne Idee. Man kann seine Gedanken und Erlebnisse aufschreiben. Das stimmt. Es hilft, Klarheit zu bekommen und den Kopf frei zu machen. Wichtig ist, dass man sich kleine Auszeiten gönnt, um Kraft zu schöpfen. Ja, und nicht zu vergessen, Lachen ist auch eine wunderbare Entspannung. Absolut. Ein lustiger Film oder ein gutes Gespräch mit Freunden kann Wunder wirken. Manchmal reicht es schon, sich einfach mal zurückzulehnen und nichts zu tun. Das fällt vielen schwer, aber es ist wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Schließlich geht es darum, im Alltag kleine Momente der Ruhe zu finden und zu genießen. Und diese Momente bewusst wahrzunehmen, kann helfen, den Stress zu reduzieren. Welche einfachen Dinge machst du im Alltag, um dich zu entspannen und Stress abzubauen?
Im Alltag ist Gemütlichkeit oft unterschätzt, dabei spielt sie eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Wenn wir uns zu Hause wohlfühlen, können wir besser entspannen. Genau, Gemütlichkeit kann Stress reduzieren. Wenn wir einen gemütlichen Ort haben, fühlen wir uns sicher und geborgen. Das hilft, den Kopf frei zu bekommen. Ein aufgeräumtes Zuhause trägt viel dazu bei. Wenn alles seinen Platz hat, können wir uns besser konzentrieren und fühlen uns weniger überwältigt. Ordnung schafft Klarheit. Wenn wir wissen, wo alles ist, sparen wir Zeit und Energie. Das sorgt für mehr Ruhe im Alltag. Kleine Dinge wie Kerzen oder Kissen machen einen Raum sofort gemütlicher. Diese Details sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Ja, und ein warmer Lichtton kann auch viel bewirken. Es macht einen Raum einladend und beruhigend. Pflanzen sind ebenfalls eine wunderbare Ergänzung. Sie bringen Leben in die Wohnung und verbessern die Luftqualität. Nicht zu vergessen der Duft. Ein angenehmer Raumduft kann die Stimmung heben und für Entspannung sorgen. Musik ist ein weiterer Faktor. Eine sanfte Hintergrundmusik kann die Gemütlichkeit unterstützen und für Ruhe sorgen. Und was ist mit dem persönlichen Stil? Wenn wir unser Zuhause nach unserem Geschmack einrichten, fühlen wir uns wohler. Das stimmt. Persönliche Gegenstände wie Fotos oder Erinnerungsstücke machen einen Raum einzigartig und geben ein Gefühl der Zugehörigkeit. Auch Farben spielen eine Rolle. Warme Farben wie Beige oder sanftes Grün können beruhigend wirken. Wenn wir uns Zeit nehmen, unser Zuhause gemütlich zu gestalten, investieren wir in unser Wohlbefinden. Das zahlt sich aus, besonders an stressigen Tagen. Richtig. Und es ist wichtig, regelmäßig kleine Veränderungen vorzunehmen, um die Gemütlichkeit zu erhalten. Manchmal reicht schon eine neue Decke oder ein anderes Kissen, um frischen Wind in die Wohnung zu bringen. Das macht Spaß und sorgt dafür, dass wir uns nicht langweilen. Ein gemütliches Zuhause ist ein Ort, an dem wir immer wieder gerne zurückkehren. Und es muss nicht teuer sein. Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Genau, eine Tasse Tee in unserem Lieblingssessel kann schon ein Moment tiefer Entspannung sein. Solche kleinen Rituale helfen, den Alltag angenehmer zu gestalten und geben uns Kraft. Wichtig ist, die Gemütlichkeit im Alltag bewusst zu erleben und zu schätzen. So schaffen wir eine Balance zwischen Arbeit und Erholung, was uns auf lange Sicht zufriedener macht. Gemütlichkeit ist also nicht nur Luxus, sondern eine wichtige Voraussetzung für ein harmonisches Leben. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch unser Thema gefallen hat, schreibt uns gerne einen Kommentar, vielleicht mit einem Wort, das euch besonders gefallen hat. Vergesst nicht, unseren Podcast zu liken und zu abonnieren. Und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns, euch bald wieder hier zu hören. Die Entspannung. Entspannung ist wichtig für unsere mentale Gesundheit. Nach einem langen Arbeitstag suche ich oft Entspannung in einem warmen Bad. Der Spaziergang. Ein Spaziergang am Abend hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Wir machten einen ruhigen Spaziergang im Park, um die frische Luft zu genießen. Das Wohlbefinden. Ein gemütliches Zuhause trägt zu unserem Wohlbefinden bei. Regelmäßige Pausen sind wichtig für unser körperliches Wohlbefinden. Der Stress. Zu viel Stress kann unsere Gesundheit negativ beeinflussen. Ein ruhiger Ort hilft, den Stress des Alltags abzubauen. Die Gemütlichkeit.
Kerzen und weiche Kissen sorgen für Gemütlichkeit im Wohnzimmer. Ich liebe die Gemütlichkeit, die ein warmer Lichtton im Raum schafft.